Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Wochenspruch aus dem 33. Psalm begrüßt uns zum Gottesdienst am Israelsonntag. Wir sind an diesem Sonntag aufgerufen, zu bedenken, was uns mit dem jüdischen Volk verbindet, das Gott sich zum Erbe der Verheißung erwählt hat. Wir wollen die jüdisch-christliche Verbundenheit mit der Bibel feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des einen Gottes Israels, Schöpfer des Himmels und der Erde, im Namen des einen Gottes, der durch Jesus Christus sein rettendes Wort zu uns, den Völkern der Welt, bringt. Im Namen des einen Gottes, Quelle der Geistkraft, die zum Leben befreit. Amen. Wir begrüßen Sie und euch zum Gottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch aus Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Am kommenden Sonntag findet der erste Konfirmationsgottesdienst in diesem Jahr statt, als Novum Open Air um 10 Uhr vor der Olefstaumauer in Hellenthal. Am darauffolgenden Wochenende finden in 2 Gottesdiensten die Color-Konfirmationen statt. Auch hier in anderer Form. Am Samstag, den 29.08. um 14.30 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr in der Bürgerhalle in Kall. Der nächste Präsenz- bzw. YouTube-Gottesdienst findet also erst wieder am 6. September statt. Dazu dann herzliche Einladung um 9.30 Uhr zum YouTube-Gottesdienst mit Pfarrer Joswig und zum Präsenzgottesdienst um 11 Uhr in Gemünd mit Prädikatanwärterin Ruth Bücker. Die Anmeldungen für die Präsenzgottesdienste bleiben wie gehabt bestehen. Und ansonsten können Sie das gerne nochmal auf der Homepage nachlesen. Mit der heutigen Kollekte, die Sie gerne auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen können, auch diese Daten finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde, unterstützen Sie Dialog- und Friedensprojekte der jüdischen Gemeinden in Deutschland, sowie in Israel und Palästina. Es werden verschiedene Initiativen in Deutschland, aber auch in Israel und Palästina gefördert, die auf Versöhnung und ein friedliches Miteinander hinarbeiten. Im Opferstock sammeln wir in diesem Monat für die Unterstützung Langzeitarbeitsloser durch den Soli-Lauf in Aachen. Alles, was ihr tut, mit Worten und Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen. Oh, Entschuldigung. Wir singen nun gemeinsam aus dem evangelischen Gesangsbuch das Lied 317, Lobe den Herrn.
In Verbundenheit mit dem Volk Israel preisen wir Gott und stimmen gemeinsam ein in die Worte des Psalmbeters von Psalm 122. Ein Segenswunsch für Jerusalem. Von David ein Wallfahrtslied. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einziger Gott, du hältst deinem Volk Israel bis heute die Treue. Bis heute stehst du zu deinen Verheißungen. Bis heute ist dir Israel kostbar wie dein Augapfel. So wird es bleiben. Wir bekennen, die Christenheit hat das lange übersehen. Wir haben gemeint, wir seien an Israels Stelle getreten und deine Liebe gelte nur noch uns. Gott, vergib uns unsere Blindheit und unsere Selbstgerechtigkeit. Herr Gott, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Es steht geschrieben bei Jesaja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Allein Gott in der Höhe sei und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schaden. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, drum ist uns Fried und Unterlass. Allfehlt hat nun ein Ende. Wir wollen beten. Ewiger Gott, du hast uns aus den Völkern an die Seite deines Volkes Israel gerufen. Wir bitten dich, lass uns Verbindendes entdecken und Israels eigene Wege achten. Segne die Anfänge neues Verstehens. Lehre uns Geschwisterlichkeit, die aus deiner Treue lebt. Du, unser Gott, sei hochgelobt in Ewigkeit. Amen. Den ersten Teil unserer Heiligen Schrift teilen wir mit dem Judentum. Unser Altes Testament oder wie man auch sagen kann, das Erste Testament, die hebräische Bibel. Im 2. Buch Mose wird beschrieben, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit und sich ihm anschließend am Berg Sinai offenbart.
Von der besonderen Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 1-6. Im 3. Monat nach dem Ausgang der Kinder Israel aus Ägyptenland kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Raphidim und wollten in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste daselbst gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge und sprach: So sollst du sagen dem Haus Jakob und verkündigen den Kindern Israel: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe. Auf Adlerflügeln habe ich euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterliches Königreich und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Auf das Wort der Schrift hin wollen wir singen aus Gesangbuch Nummer 293, die Strophen 1-2 von dem Lied Lobt Gott den Herrn. Wir wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen. Das Glaubensbekenntnis ist ein besonderes Glaubensbekenntnis zum Israelsonntag. Wir glauben an den einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen zu seinem Bild. Er hat Israel erwählt und ihm die Gebote gegeben und seinen Bund aufgerichtet zum Segen für alle Völker. Wir glauben an Jesus von Nazareth, den Nachkommen Davids, den Sohn der Maria, den Christus Gottes. Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, heilsam, tröstlich und herausfordernd. Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung, uns zur Rettung und zum Heil. Wir glauben an den Heiligen Geist, der in Worten und Zeichen an uns wirkt. Er führt uns zusammen aus der Vielfalt des Glaubens, damit Gottes Volk werde aus allen Völkern befreit von Schuld und Sünde, berufen zum Leben in Gerechtigkeit und Frieden. Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir auf das Kommen des Reiches Gottes. Amen. Wir singen weiter das Lied Nun danket Gott, erhebt und preiset, die Nummer 290, die Strophen 1 und dann 5-7.
Der Friede des Herrn sei mit euch. Liebe Gemeinde, jedes Jahr am 10. Sonntag nach Trinitatis wird in protestantischen Gottesdiensten die jüdisch-christliche Verbundenheit in den Mittelpunkt gestellt. Der Israelsonntag wurde erst nach der Shoah, der fast völligen Vernichtung des europäischen Judentums, eingeführt. Und er macht deutlich, dass sich nach 1945 in den Kirchen ein Perspektivwechsel vollzogen hat. Die Kirchen begannen zu verstehen, dass in den Jahrhunderten zuvor auch ihre Lehren und Predigten dazu beigetragen hatten, dass Jüdinnen und Juden unter Diskriminierungen, Verfolgung und entsetzlichen Mordtat einer christlichen Mehrheit leiden mussten. Erst in den Jahrzehnten nach der Shoah entwickelte sich in den Kirchen ein neues Bewusstsein für die bleibende Erwählung Israels und die unauflösbare Verbundenheit von Christentum und Judentum. Und es ist wichtig, neben den schmerzhaften Erinnerungen an zugefügtes Leiden immer wieder auch daran zu erinnern, dass die jüdisch-christliche Verbundenheit unauflösbar zur christlichen Identität dazugehört. Unauflösbar im Sinne von unaufhebbar, ebenso wie es mit der Verbindung von Geschwistern ist. Ob man sich liebt oder nicht, man gehört zusammen. Mit Geschwistern ist es ja manchmal ziemlich kompliziert. Zum einen haben die Geschwister oft sehr viel miteinander gemeinsam. Zum anderen vergleichen sie sich oft und stehen in Konkurrenz. Wer darf länger aufbleiben? Wer muss abwaschen? Wer kann schneller laufen? Wer hat die besseren Noten? Zumindest in bestimmten Phasen kann es auch darum gehen, wen haben die Eltern mehr lieb? Solche Konflikte und Konkurrenzen sind normal und können sich auch zu ernsthaften Streitigkeiten entwickeln. Den schlimmsten Ausgang eines Streites kennen wir aus der uralten Geschichte von Kain und Abel. Der endete tödlich. Besonders schlimm kann so ein Geschwisterkonflikt werden, wenn es sich bei den Geschwistern nicht um Einzelpersonen handelt, sondern um Religionsgemeinschaften. Ein Beispiel für ein so belastetes und kompliziertes Geschwisterverhältnis ist das Verhältnis zwischen Juden und Christen. Der Gottesdienst einer reformierten jüdischen Gemeinde ist unserem Gottesdienst ähnlich. Eine Predigt könnte auch eine protestantische Predigt sein, wenn die Textgrundlage aus dem Alten Testament ist. Es fühlt sich für mich nicht weniger fremd an, als wenn ich zum Beispiel in einen katholischen Gottesdienst oder in den Gottesdienst einer Freikirche gehe oder, wie es eben gewesen ist, dass die Liturgie anders ist heute Morgen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Christen und Juden, so wie auch Geschwister unterschiedlich sind. Doch die beiden Religionen bleiben allein wegen ihrer gemeinsamen Geschichte eng miteinander verwandt. Juden und Christen sind Geschwister. Jesus war Jude. Alle seine ersten Anhängerinnen und Anhänger waren Juden. Sie glaubten an den Gott Israels und lasen in den Synagogen aus der Heiligen Schrift der hebräischen Bibel. Später verbreitete sich die Botschaft von Jesus, der gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, auch unter Nichtjuden. Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Evangeliums spielte der jüdische Schriftgelehrte Paulus, dessen Briefe einen Teil des sogenannten Neuen Testaments bilden. Das Christentum ist also aus einer Abspaltung aus dem Judentum entstanden. Christen und Juden glauben gemeinsam an den einen Gott. Christen und Juden teilen sich den größten Teil der Heiligen Schrift, die von Gott und dem Leben der Menschen mit Gott erzählt. Und trotzdem oder gerade deswegen haben Christen in den letzten 2000 Jahren immer wieder Juden unterdrückt und verfolgt. Schon im sogenannten christlichen Mittelalter wurden Juden wiederholt aus bestimmten Gegenden und Städten vertrieben, starben bei Hetzjagden, dem sogenannten Pogromen,
durften bestimmte Berufe nicht ausüben und müssten besondere Kleidung tragen. Zu allen Zeiten haben Christen sich gegenüber Juden schuldig gemacht. Wie ein Verhältnis auf Augenhöhe aussehen kann, zeigt dagegen der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese aus dem 12. Kapitel des Markus-Evangelium die Verse 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein größeres Gebot größer als diese beiden. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzer Kraft, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. So steht es geschrieben. Liebe Gemeinde, der Jude Jesus und ein jüdischer Schriftgelehrter, dessen Namen wir nicht kennen, diskutieren miteinander. Doch eine echte Diskussion ist das gar nicht, denn sie sind sich ziemlich einig und bestätigen sich gegenseitig, dass sie recht haben. Die Frage, um die es geht, ist die nach dem höchsten, wichtigsten Gebot. Was also soll man tun, um ein gottgefälliges, gutes Leben zu führen? Als Jesus das gefragt wird, zitiert er 2 Stellen aus der hebräischen Bibel. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Schriftgelehrte antwortet darauf: Du hast richtig geredet, das ist eine gute Antwort. Und nachdem er die Antwort mit seinen eigenen Worten wiederholt hat, spricht Jesus zu ihm: Du bist dem Reich Gottes nah. Es wäre schön, wenn Christen und Juden immer so freundlich und respektvoll miteinander umgehen würden, wie Jesus und der Schriftgelehrte es hier tun. Ja, ich glaube, erst dann würden Christen und Juden sich wahrhaftig an das gemeinsame höchste Gebot ihres Gottes halten. Wenn sie miteinander nach dem Willen Gottes und Antworten auf religiöse Fragen suchen. Und diese gemeinsame Suche funktioniert nur so, wie das Gespräch zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten. Respektvoll und auf Augenhöhe, ohne dass einer den anderen davon überzeugen will, dass er Gott besser verstanden hat. Nur in so einem Gespräch auf Augenhöhe kann man zum anderen sagen: Das ist eine gute Antwort, die du gegeben hast. Nur wer so miteinander reden kann, kann dem anderen auch zugestehen: Wir sind nicht in allem einer Meinung, aber du bist genauso nah am Reich Gottes, wie ich es bin. Dass Christen und Juden Gott gleich nah sind und dass es keinen Grund für Konkurrenz zwischen diesen beiden Glaubensgeschwistern gibt, ist in diesen Zeiten besonders wichtig zu betonen. Immer wieder kommt es in Deutschland zu antisemitischen Übergriffen. Juden trauen sich teilweise nicht, ihre religiöse Kopfbedeckung, die Kippa, auf der Straße zu tragen, weil sie Angst haben, angepöbelt, bespuckt oder gar körperlich angegriffen zu werden. Diese Vorkommnisse müssen für jede Christin und für jeden Christen unerträglich sein. Und sie alle sollten in Solidarität zu ihren Glaubensgeschwistern stehen. Christen und Juden sind Geschwister im Glauben. Ihnen und allen Menschen hat Gott geboten: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein.
Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. In unseren Fürbitten wollen wir beten mit dem wiederkehrenden Gebetsruf Chevenu Shalom Alechem. Wir singen nur eine Zeile. Gott, der du uns das Leben geschenkt hast und den Glauben an dich. Es möge wohlergehen denen, die dich lieben, dass niemals aufhöre dein Lobpreis in der Welt. Wir bitten, Chevenu Shalom Alechem, Shalom Alechem, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Es möge Friede sein in den Mauern von Jerusalem bis Athen, in den Städten und Dörfern dieser Welt. Um unserer jüdischen Geschwister und Freunde aus allen Völkern willen, um deines heiligen Namens willen. Wir bitten, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Wir wissen, wenn du nicht das Haus der Versöhnung zwischen Menschen, zwischen Christen, Juden und Muslimen baust, so bauen wir daran umsonst. Stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Wir bitten, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Hilf, dass wir in ganzer Tiefe begreifen, was es heißt, dass dein Sohn in Israel zur Welt gekommen ist. Mach uns wachsam gegen jede Form von Antisemitismus. Breite Frieden über Israel und seine Nachbarn und Gerechtigkeit über die ganze Erde. Wir bitten, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom Alechem, Chevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Behüte uns und alle, die wir in Gedanken in unser Gebet einschließen, vor allem Übel. Wir beten für sie und uns gemeinsam mit den Worten, die uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die neue Woche mit dem Segen des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Vaters Jesu. Es segne dich, der Herr, unser Gott, Entschuldigung. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Zum Schluss wollen wir singen Befiehl du deine Wege aus dem Gesangbuch, die Nummer 361, die Strophen 1 und 3 bis 6. Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Mitwirkenden bedanken. Dem Werner Wamser, dem Torgi Joswig, dem Werner an der Orgel
dem Werner an der Orgel, dem Torgi Joswig, Tanja Weidenhaupt und Oliver Joswig, der hinten den Chat bedient, und allen, die zu Hause mitgewirkt haben.